Guten Tag und herzlich willkommen. Roland Schaal und ich, Alexander Pöschl, freuen uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier zu sein und gemeinsam mit uns einen Blick auf den e-Enduro zu werfen. Nach einem kurzen Überblick von meiner Seite wird Ihnen mein Kollege die technischen Details erläutern. Mit dem konsequenten Ziel, ein breit einsetzbares und zugleich emissionsfreies Fahrzeug im Überland- und Linienverkehr anbieten zu können, begann unsere Reise, die uns zum e-Enduro führte. Unser Ziel war es, neben dem konsequenten Fokus auf unsere bewährten Produkteigenschaften wie Sicherheit und Vorkomfort ein Fahrzeug zu entwickeln, welches ein breites Anwendungsspektrum abdeckt und damit höchste Einsatzflexibilität und Wirtschaftlichkeit kombiniert. Was bedeutet dies konkret? Wie Sie es von einem echten Mercedes-Benz erwarten dürfen, umfasst der e-Enduro natürlich auch eine Vielzahl modernster Assistenzsysteme, wie zum Beispiel den optionalen Notbremsassistenten Active Brake Assist 6 oder auch den Abbiegeassistent Sideguard Assist 2. Der Hochbodenbus basiert auf dem bekannten dieselgetriebenen Enduro, verfügt aber über einen batterieelektrischen Antrieb. Die Batterien basieren auf der Lithium-Eisenphosphat-Zelltechnologie, die sich durch eine hohe Lebensdauer auszeichnen. Der neue e-Enduro kann abhängig von Fahrweise, Topografie und Witterung bis zu 500 Kilometer ohne Nachladen fahren. Zwei Längen stehen Ihnen dabei zur Wahl: der e-Enduro mit 12,18 Meter und der e-Enduro M mit 13,9 Meter. Damit lassen sich Bestuhlungsvarianten ab 50 bis maximal 63 Sitzplätzen konfigurieren. Damit deckt der e-Enduro vielfältige Einsatzmöglichkeiten ab, vom streng kostenorientierten Überland-Linienbus bis hin zu komfortablen Ausführungen für Ausflüge und Kurzreisen. Roland Schaal wird Ihnen in der Folge die technischen Details erläutern. Völlig richtig. Der Enduro ist die Basis für dieses neue Produkt. Aber es ist nicht nur eine Überarbeitung, es ist eine völlig neue Generation E-Mobilität im Busbereich. Wir haben die neueste Generation Hochvolttechnik, Antriebstechnik des e-Actros 600 übernommen und die neueste Generation EE-Technologie. Eine neue Generation von Komponenten, Software und Sicherheitsarchitektur. Ein besonderer Schwerpunkt in der Entwicklung war neben der Integration dieser Komponenten die Effizienz des Fahrzeugs, die bestmögliche Ausnutzung von Energie, das Vermeiden von Verschwendung und dabei die Beachtung vieler einzelner Parameter. Achslastverteilung, Energieeffizienz, Entfernung von Komponenten. Das war uns wichtig bei der Gestaltung des neuen e-Enduro. Im Heck befinden sich vor allem Batterie, Antriebstechnologie, Hochvoltkomponenten und Kühlung. Im Bereich der Vorderachse ist eine optionale zweite Batterie untergebracht. Das Ganze runden wir ab mit einer Wärmepumpe, die im Bereich der heutigen Klimaanlage positioniert ist. Und eine weitere Innovation können wir anbieten. Erstmals in einem Bus können wir Daten wireless übertragen. Parameterdaten, Software-Updates. Dies ermöglicht eine höhere Verfügbarkeit. Das Fahrzeug muss nicht in die Werkstatt. Wartung kann schneller durchgeführt werden. Und das Ganze unter Beachtung aller gesetzlichen Regelungen. Dass wir höchste Sicherheitsstandards anbieten, ist selbstverständlich. Zudem bietet die neue Elektronikgeneration die Chance, Active Brake Assist 6 und Sideguard Assist 2 zu integrieren. Beides geht über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Aber auch passive Sicherheit bieten wir wie gewohnt an. Und welches Angebot wir Ihnen zusätzlich machen können, zeige ich Ihnen auf der nächsten Seite. 2 Ladepunkte an 4 verschiedenen Stellen. Über 400 Kilowattstunden Energieinhalt in 2 Batterien. Alle aus dem Enduro bekannten Sonderausstattungen, Lösungen, die Sie brauchen, um Ihre Einsätze zu gestalten. Und welche Einsätze das sind, erläutert Ihnen mein Kollege. Herzlichen Dank, Roland, für die Erläuterung der technischen Details. Lassen Sie mich noch ein paar Worte zu den Konfigurationsmöglichkeiten des e-Enduro sagen. Der Fahrerplatz des e-Enduro ist, typisch für Mercedes-Benz Omnibusse, ergonomisch perfekt und fahrerbetont ausgeführt. Der modulare Aufbau des Fahrgastraums erlaubt verschiedene Ausstattungen mit unterschiedlichen Bestuhlungsvarianten
und Gepäckablagen sowie einen breiten Einstieg mit einflügeliger Tür vorne und wahlweise einfachem oder doppelbreitem Einstieg in der Mitte. Die 13-Meter-Version lässt sich zudem mit einer Toilette vor dem hinteren Einstieg ausstatten. Ein Rollstuhllift auf der rechten Seite ist für beide Längenvarianten optional verfügbar. Mit dem e-Enduro bieten wir nun also auch erstmals die Möglichkeit, vollelektrisch und emissionsfrei klassische Überlandlinien, Schulbusfahrten, Tagesausflüge und kleinere Reisen in Angriff zu nehmen. Nach all den Details nur noch ein konkreter Blick auf die Anwendungsfälle und die Reichweiten. Bei der Produktkonzeption war es uns wichtig, eine hohe Autonomie erzielen zu können, um die verschiedenen Anwendungsfälle zu ermöglichen. Wie bereits erwähnt, erreicht der neue e-Enduro bei einer Ausstattung mit 2 Batteriepaketen Abhängigkeit von Fahrweise, Topografie und Witterung bis zu 500 Kilometer ohne nachzuladen. Wie sieht dies im Detail aus? Wie bereits erwähnt, bieten wir 2 Batteriekonfigurationen an. Für den Schulbuseinsatz mit einer LFP-Batterie erreichen wir Reichweiten bis zu 255 Kilometern mit bis zu 63 Fahrgästen. Im klassischen Überlandbetrieb sowie dem leichten Reiseverkehr erreichen wir für bis zu 50 Fahrgäste bis zu 500 Kilometer ohne nachzuladen. Damit haben wir je nach Batteriekonfiguration für alle Anwendungsfälle genügend Energie an Bord. Die auf den vollelektrischen Antrieb ausgelegte Instrumentierung entspricht den aus dem e-Citaro bekannten Anzeigen. An die Stelle des Drehzahlmessers tritt hier ein Powermeter, welches die aktuelle Leistungsabforderung sowie Rekuperation anzeigt. Der Fahrer erhält außerdem Informationen über den Ladezustand der Batterien. Über das Zentraldisplay kann er zudem Reichweite, Leistungsfähigkeit sowie eine Ladeanzeige abrufen. Am Ende unserer Präsentation darf ich mich bei Ihnen nochmals für Ihr Interesse bedanken und wünsche Ihnen auch bei den anderen Deep Dives gute Einblicke und Erkenntnisse. Herzlichen Dank. Mercedes-Benz, the standard for buses.